Grind by Sync. Die Espressomaschine sagt der Mühle, der Espresso lief zu langsam oder zu schnell, stell dich um. Das ist einer der neuen Trends, den wir nicht erst auf der Host gesehen haben, aber jetzt auf der Host Milano. Da wurde das so richtig ausgerollt. Einige Hersteller kommen mit Ansätzen, mit Ideen, mit Maschinen und Mühlen, die sich in diese Richtung wenden. Aber wie funktioniert das? Funktioniert es gut? Aber ist das wirklich die Zukunft des Espresso-Machens zu Hause und macht es das Espresso machen einfacher oder ist es ein teures Spielzeug, was leider mal wieder das Ziel verfehlt? Ich diese Zielzeit mit einem Plus-Minus-Range von 2 bis 3 Sekunden. Wir kennen es aus der Gastronomie zum Teil schon viele Jahre. Ich habe 2011, glaube ich, meine erste Gastro-Espresso-Maschine mit einer Mühle verbunden. Das war damals eine Dalla Corte und das Prinzip war damals schon so, wie es heute die Espressomaschinen und Mühlenhersteller vorsehen. Wenn mehrere Bezüge hintereinander zu schnell oder zu langsam, also am Ziel vorbeiliefen, dann verstellte sich die Mühle, also ging dann eben feiner. Also sagen wir 5 Bezüge, die waren alle nicht bei 25 Sekunden, wie wir es uns gewünscht haben, sondern bei 27,5 oder 28 Sekunden. Dann hat die Mühle gröber gestellt und andersrum. Das gab es schon lange und gibt es schon lange und jetzt gibt es dieses Prinzip, aber auch für zu Hause. Wen haben wir gesehen? Quick-Milk und Eureka kommen gemeinsam mit der TIO-Kombination. Mahlkönig verbindet die Xenia Dual Boiler mit der X64 WS, Weight und Sync, dafür steht WS. Dann wissen wir, dass andere Hersteller daran arbeiten, unter anderem natürlich Rocket, Nunk schon lange mit einem ganz eigenen Ansatz, natürlich auch Sage mit dem Oracle Dual Boiler, auch dort mit einer sehr großen Range, aber auch einer automatischen Mahlgrad-Nachstellung. Also es kommen da einige Hersteller, die genau das eben vorsehen. Das ist das Prinzip. Worum geht es in diesem Video? Ich will euch nochmal aufzeigen, wie funktioniert das Ganze, was sind aber auch die Probleme. Und dann habe ich mir überlegt, nachdem ich jetzt die ersten Maschinen gesehen habe, wir werden ja im kommenden Jahr viele dieser Gerätschaften auf unserem Tisch haben. Nachdem ich die ersten Modelle gesehen habe, war mir klar, wir müssen bestimmte Dinge testen. Und ich spiele jetzt hier einfach mit offenen Karten. Das, was jetzt hier kommt, ist gewissermaßen auch ein Pflichtenheft für die Hersteller. Die wissen dann nämlich schon, was wir testen werden. Denn es gibt einiges zu testen, damit diese Technologie überhaupt Sinn macht. Wenn die nicht erfüllt ist, dann macht das Ganze zu Hause keinen Sinn. Wenn es aber funktioniert, und das hoffen wir natürlich alle, dann eröffnet diese Technologie Grind by Sync bzw. die Synchronisierung von Mühle und Maschine neue Felder, neue Möglichkeiten, vor allem auch für Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker, die sich bisher nicht getraut haben, mit einer Espressomaschine Kaffee zu machen, die vielleicht vom Kaffeevollautomaten kommen und sagen, der macht das schon alles für mich. Bei der Espressomaschine wiederum müssen wir den Mahlgrad in der Regel selbst einstellen, sodass der Mahlgrad so fein oder so grob ist, dass dadurch ein Widerstand im Siebträger entsteht, der die richtige Auslaufzeit des Espressos ermöglicht. Oft sprechen wir von 25 Sekunden plus minus 5 Sekunden, je nachdem, was für ein Rezept auch gewählt wird. Das Rezept ist dann einerseits die Auslaufzeit und die Menge des Kaffees im Verhältnis zu Wasser. Also zum Beispiel 2:1, was eben dann meint, 18 Gramm Kaffee verwendet, bedeuten 36 Gramm Kaffee in der Tasse. Und wenn wir jetzt das Einstellen natürlich automatisieren, dann erleichtern wir uns oder erleichtern wir denen, die wenig Erfahrung haben, das Espresso machen, wenn es funktioniert. Was ist dafür die Voraussetzung? Auf der Mühlenseite ist dafür absolut zwingend Grind by Weight. Warum? Wenn wir den Mahlgrad feiner stellen, dann haben wir immer automatisch mehr Aufwand, um den Kaffee zu mahlen und dadurch weniger Kaffee raus in Zeit. Also normalerweise die meisten Mühlen, wenn sie nicht Grind by Weight sind, die mahlen zum Beispiel 10 Sekunden und geben dann eben auf einem bestimmten Mahlgrad 18 Gramm Kaffee. Stellen wir die Mühle feiner, dann haben wir in der Folge einen feineren Mahlgrad, aber vielleicht 17,6 Gramm Kaffee, weil der Aufwand für das Mahlen größer wird und das Mahlen länger dauert. Das heißt, es verändert sich unser Brühverhältnis. Das wollen wir aber nicht, wenn wir den Espresso machen, sondern das Brühverhältnis, die Menge des Kaffees soll immer gleich werden. Deswegen ist für eine Automatisierung einer Mühle Voraussetzung Grind by Weight. Was die meisten Hersteller verstanden haben, deswegen sind diese Mühlen alle Grind by Weight. Grind by Weight und synchronisiert. Was ist die zweite Voraussetzung? Natürlich ein elektronisch verstellbarer Mahlgrad. Auch daran arbeiten einige Hersteller schon seit einiger Zeit, denn
Wir können ja nicht mehr an die Mühle dran und die selber umstellen, sondern die Mühle muss selbst verstehen, ich gehe so und so viel Mikron auseinander. Sie muss also in der Lage sein, den Mahlgrad selbst zu verstellen. Ist eine zweite wichtige Voraussetzung für die Mühlen. Ja, und dann braucht es als drittes natürlich eine Kommunikationsschnittstelle zur Espressomaschine. Wobei nochmal spannend ist eigentlich die Espressomaschine, das Brain oder die Mühle. Das ist aber nochmal eine andere Diskussion. Aber es braucht diese Kommunikationsschnittstelle, sei es Bluetooth, sei es Wi-Fi, sei es eine serielle Schnittstelle. Es braucht irgendeine Art von Kommunikation zwischen diesen beiden Geräten. Bei den Espressomaschinen gibt es auch ein paar Kriterien und da gibt es einige, die, und das werden wir dann später noch ein bisschen genauer diskutieren, auf jeden Fall das Potenzial haben, diese Technologie besser zu machen. Die Basis ist, neben der Schnittstelle, ist ja klar, eine Volumetrik. Wir brauchen eine Genauigkeit bei der Ausgabe des Kaffees. Das bedeutet, wenn wir 45 Gramm Out haben wollen, dann wollen wir 45 Gramm Out haben. Denn dieses Ergebnis bestimmt ja mit, ob wir 25 Sekunden extrahieren oder 30 Sekunden. Wenn uns dann plötzlich 55 Sekunden oder 55 Gramm ausgegeben werden, nicht mehr 45, dann ist natürlich die Zeit auch anders und dann ist dann natürlich auch das Signal, was der Mühle gegeben wird, anders. Deshalb absolut wichtig, eine sehr gute Volumetrik. Also, Voraussetzung, zweiter Punkt, stabile Extraktionsparameter. Temperatur sollte genau sein, Volumetrik, habe ich schon gesagt, sollte genau sein, der Pumpendruck sollte stabil sein. Diese Dinge sind wichtig, damit wir diese Konstanz eigentlich haben in den Bezügen. Ist ja klar. Das dritte, das ist optional, aber erlaubt uns ganz andere Möglichkeiten und über die müssen wir noch genauer sprechen. Und das ist die Durchflusssteuerung, die Durchflussmessung, vielleicht die Möglichkeit, den Durchfluss oder den Druck in der Brühung zu manipulieren. Denn das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ich habe die verschiedenen Modelle schon genannt, die da jetzt gerade in der Bewerbung sind. Eben Xenia Malkönig und dazu die X64 WS, die jetzt ganz neu lanciert wurde. Auf der anderen Seite Quickmill und Eureka mit der Tio-Variante. Auf der anderen Seite natürlich Nunk, die dran sind, noch nicht so richtig ausgerollt, aber an einem sehr potenten System scheinbar arbeiten. Dann Rocket, auch wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr. Dann natürlich Sage mit dem Oracle Dual Boiler. Jetzt gibt es aber einen Reality-Check und den werden wir natürlich machen. Tio-Kombination, die messen zum Beispiel dreimal, wenn dreimal ein Shot, also ein Bezug, abweicht von der Zielgröße, dann gibt es einen Nachstellungsimpuls. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn wir jetzt diese eben besprochenen 18 Gramm Bezüge machen, dann haben wir schon fast 60 Gramm verwendet, vielleicht mit schlechten Bezügen, bis wir dann einen Nachstellungsimpuls haben. Wir haben schon 60 Gramm durchgegeben und erst dann kommt eine Nachstellung. Und was jetzt ungeklärt blieb, ist, was passiert, wenn dann eben der vierte Shot, vor dem dann nachgestellt wird, wenn der dann auch noch zu langsam oder zu schnell läuft. Gibt es dann einen direkten Nachstellungsimpuls der Mühle oder müssen wir erst wieder 3 Bezüge machen? Das werden wir uns natürlich genau anschauen, wenn wir die Maschine testen. Wir werden uns also anschauen, was passiert, wenn die Zielgröße 25 Sekunden ist bei der Extraktion, aber wir in der Basis selber den Mahlgrad auf 15 Sekunden Auslaufzeit gestellt haben. Wie lange braucht es? Wie viel Kaffee verbrauchen wir effektiv, bis wir dort angekommen sind, dass die Mühle eingestellt ist? Dort trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Dort entscheidet sich, ist es ein System, welches euch die Mühle einstellt? Oder ist es ein System, welches in der Lage ist, die Mühle auf einem bestimmten Level zu halten? Ein großer Unterschied. So wie das mir jetzt erscheint, würde ich jetzt hier immer hingehen und sagen, ich stelle die Mühle grob selber ein oder ich stelle die Mühle selber ein und dann hilft mir das System, in diesem Rezeptbereich zu bleiben. Mal so grundsätzlich. Die gleiche Frage stellt sich natürlich nicht nur bei der Tio, sondern stellt sich bei allen Systemen. Das heißt, wir werden das bei allen angucken. Was passiert, wenn wir bei 15 Sekunden unsere Mühle haben? Wie lange braucht sie? Wie viel Kaffee verbrauchen wir? Das ist ja eine entscheidende Frage für euch, um dann beim Zielrezept anzukommen. Und das gleiche natürlich von grob zu fein. Was passiert, wenn wir bei 35 sind? Wie viel Kaffee verbrauchen wir, bis die Mühle dann eben angekommen ist bei eben jenen 25 Sekunden? Wichtiges Kriterium. Hier unterscheidet sich dann und auch dann unterscheidet sich in meinen Augen das System natürlich ganz massiv von dem Gastroeinsatz. Wenn wir in der Gastronomie eine Mühle und eine Espressomaschine gekoppelt haben, dann ziehen wir Bezüge den ganzen Tag und dann kommen viele Leute rein, draußen regnet es, die Luftfeuchtigkeit steigt, der Mahlgrad wird dadurch etwas klumpiger oder das Mahlergebnis ist klumpiger, die Espressi laufen langsamer, die Mühle merkt, die letzten Bezüge, die liefen alle eher so 28 Sekunden, lass mal ein bisschen feiner stellen. Und so justiert sich die Mühle langsam über das Tagesgeschehen mit den vielen Bezügen. Zu Hause
Also die meisten von uns machen jetzt nicht 10 Bezüge hintereinander und haben dadurch eine große Veränderung ihrer Atmosphäre und deswegen entsteht die Notwendigkeit, die Mühle zu verändern, sondern wir machen 2, 3 Bezüge heute, 2, 3 Bezüge morgen. Im Idealfall lassen wir den Kaffee nicht im Bohnenbehälter, sonst haben wir nochmal ganz viele unterschiedliche Parameter. Also da ändert sich wahnsinnig viel drüben herum. Die Bohnen altern, die Luftfeuchtigkeit, der Sauerstoff, alles reagiert mit eurem Kaffee. Das heißt, der Bezug heute, das kennt ihr ja alle. Ihr kommt heute zu eurer Mühle, macht einen Espresso, also die eine Espressomaschine heute haben, die wissen, ihr kommt heute zur Mühle und der Espresso läuft perfekt und am nächsten Tag, ja, hier muss ich doch ein bisschen feiner stellen. Dieser feiner Stellimpuls, wenn der erst nach 2 oder 3 Bezügen kommt, haben wir ein Problem. Eigentlich, im Idealfall, würde eine Mühle das natürlich antizipieren. Und da ist spannend, also bevor wir den nächsten Bezug eigentlich machen, davon sind wir meilenweit entfernt. Vielleicht hat Nunk in diese Richtung Lösungen, weil sie zumindest ihre eigenen Kaffees, wenn man dazu noch ihre eigenen Kaffees kauft, vielleicht, weil sie die eigenen Kaffees kennen. Aber ihr seht die Herausforderung, wir machen nicht so viele Bezüge am Stück, außer in bestimmten Settings, und da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir darüber sprechen, für wen denn diese Technologie eigentlich die richtige ist. Meine These ist also, ich glaube, so wie die Technologien heute angedacht sind, da funktionieren die eben alle nur bei regelmäßigem Gebrauch, was dann eben die Zielgruppe einschränkt. Und ich habe heute das Gefühl, dass wir wahrscheinlich eher, ihr Hersteller werdet mich eines Besseren belehren, so hoffe ich, aber ich glaube, die Grundeinstellungen werden alle, die regelmäßig Boden wechseln und mal was Neues ausprobieren wollen. Ich glaube, man muss lernen, die Grundeinstellungen selber zu machen und die Mühle hilft dann, auf dem Level zu bleiben. So scheint es mir. Die Frage ist auch überhaupt, macht es Sinn, wenn ich jetzt über 3 Tage tatsächlich nur 3 Espresso machen würde mit einer Quick Tio, würde sie sich merken, was am Vortag die Brühung war, denn das spielt ja gar keine Rolle mehr. Wir müssen ja jetzt gucken, 3 Bezüge heute, nicht einer von gestern und einer von vorgestern. Also wie funktioniert dieser Nachstellungsparameter und macht der in sich Sinn? Quintessenz ist dann, wenn das so funktioniert, wie wir es jetzt heute hier gehört haben und wie wir es auf der Messe gehört haben, ich glaube, es ist dann ein System, welches eher Sinn macht für große WGs, für große Haushalte, für Bürokontexte vielleicht. Da finde ich es wirklich interessant, denn vielleicht gibt es eine Person im Büro, die sagt, ich kann eine Maschine einstellen. Dann stelle ich die Maschine ein, dann sind wir in der Zielrange und alle anderen können sich dann darauf verlassen, dass die Mühle ja über den Tag bei all den verschiedenen Nutzungen nachstellt. Man darf auch nicht unterschätzen, das habe ich auch in der Gastronomie gemerkt, dass natürlich auch die Unterschiedlichkeit der Bedienung der Gerätschaften dann nochmal eine Rolle spielt. Die Hersteller würden euch natürlich alle am liebsten auch noch einen automatischen Temper verkaufen, damit ihr alle konstant arbeitet. Macht vielleicht Sinn, vielleicht auch weniger Sinn, aber das hat natürlich Einfluss. Wenn ihr alle unterschiedlich tempt, dann sind die Bezüge auch alle unterschiedlich und dann hat es vielleicht wiederum Nachstellungsimpulse für eure Mühle. Aber trotzdem vom Kontext her, ich glaube, das ist ein relevantes Setup in so einem Büro. Da könnte dieses System schon Sinn machen. Weniger sehe ich das jetzt erstmal als reinen Kaffee-Vollautomatenersatz. Und ich habe selbst mal gedacht, es geht in diese Richtung, aber ich glaube, da gibt es ein paar Fallstricke. Es gibt aber auch ein paar Lösungen und über die will ich gleich auch noch sprechen. Es gibt Hersteller, die sprechen von der Nachstellung der Mühle, weil die Maschine selbst auch keine großen Möglichkeiten gibt. Das ist ein bisschen anders bei der Xenia Mahlkönig X64 WS Kombination. Da wäre im Prinzip mehr möglich. Mehr möglich wäre natürlich auch, so wie wir das erwarten bei der Nunk. Mehr möglich wäre aber auch, wenn andere Hersteller hier auch noch synchronisieren dürften. Und auf die will ich auch noch zu sprechen kommen. Man kann eine Mühle nachstellen. Das ist schon gut. Aber das ist ja immer eine Einstellung des nächsten Bezugs. Wichtig ist aber für euch ja, ihr macht den Kaffee und ihr wollt eigentlich in dem Moment einen guten Kaffee, nicht den nächsten, den 4., sondern den nächsten wollt ihr lecker trinken. So, und dafür gibt es Lösungen auf der Espressomaschinenseite. Wenn die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert, dann kann nämlich die Espressomaschine selbst, und das sehen wir zum Beispiel super schön gelöst in der Maro Espresso, mit dem Smart Profiler den Durchfluss verändern. Wenn jetzt also eine Espressomaschine, die smart genug ist, merkt, ich glaube, der Mahlgrad ist noch viel zu grob, kann ich da irgendwie reagieren? Ja, dann können das manche Maschinen, wenige Maschinen, indem sie im Bezug den Druck und den Fluss runternehmen und sagen, ich versuche meine neuen Bahn, hey, komme ich gar nicht hin, jetzt kann ich nicht da oben bleiben, sondern ich gehe lieber runter im Fluss direkt auf meine 2 Milliliter pro Sekunde, um eine sinnvolle Extraktionszeit zu erreichen. Eben dann doch diese 25 Sekunden plus minus. Natürlich ist das nicht der beste Bezug aller Bezüge, den haben wir, wenn wir den sauberen Widerstand haben. Aber wir haben das oft schon als Beispiel gemacht. Nehmen wir an, der perfekt eingestellte Bezug ist 100%.
Wenn jetzt der einfach zügellos durchballert, weil 9 Bar Druck auf den Kaffee gegeben werden, dann erreicht ihr vielleicht 30 bis 40%, weil ja der Kaffee trotzdem noch gut war. So, wenn jetzt aber ein Smart Profiler drauf kickt und sagt, ich nehme den Druck runter, ich nehme den Fluss runter und zügel den Espresso trotzdem auf eine vernünftige Auslaufzeit, dann behaupte ich, dass wir bei 70-75% des Potenzials des Kaffees sind. Also fast da. Jetzt gibt es noch eine zweite Größe und die ist total wichtig. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja fake, aber nein, es ist auch ein Sinnesapparat oder ein Teil von unserem Wahrnehmungsapparat. Wenn ihr seht, dass der Espresso sauber rausläuft, dann schmeckt er euch auch besser. Wenn ihr seht, dass der rausschießt, dann schmeckt ihr euch einerseits nicht, weil er nicht gut schmeckt, aber andererseits, weil ihr auch gesehen habt, dass der Bezug nicht schön lief. Und wenn ein Espresso dann eben doch einigermaßen vernünftig rausläuft, dann erlaubt er es euch auch einfacher, dass eure Sinne sich dafür öffnen, dass er ja doch ganz ordentlich schmecken kann. Ich bin natürlich ein Freund von Transparenz und wünsche mir, dass die Maschine euch dennoch sagt, du, der war jetzt nicht optimal, aber wir stellen ja dann gleich die Mühle noch feiner. Aber ihr merkt, da geht ein total spannendes Feld auf, was aber nur Maschinen bespielen können, die selber eine Flusssteuerung und Flussmessung in Bezug haben. Weswegen manche Maschinen viel besser dafür geeignet sind, in dieser Kombi zu funktionieren. Also, es bleibt spannend, welche Hersteller dann da eigentlich in das Spiel mit einsteigen. Das ist einer der Gründe, warum ich einen großen Wunsch habe, insbesondere jetzt zum Beispiel an Eureka, und das habe ich Ihnen natürlich auch gesagt. Ich hoffe, dass die Hersteller die Schnittstellen offen lassen, offen machen, damit intelligente Maschinen sich mit diesen Mühlen verbinden können. Wenn du heute eine Roxy oder eine Maro oder eine Meticulous oder von mir aus auch eine Unica verbindest mit einer Maschine, da sind so coole, smarte Leute im Hintergrund, die programmieren euch in 2 Tagen einen Algorithmus, der sauber damit spielt. Und die haben ja zum Teil schon diese Smart Profiler-Elemente. Das ist die Möglichkeit einer komplett anderen Experience als eine statische Espresso-Maschine, die euch immer ein vorgegebenes Druckprofil geben wird. So, das wollte ich hier sagen, das wollte ich hier loswerden. Das waren ein paar Reflexionen zu diesem Thema. Es klingt erstmal alles sehr, sehr gut. Mühle stellt sich automatisch ein, aber ihr merkt, es gibt ein paar Fallstricke. Und hier nochmal kurz zusammengefasst für euch, liebe Hersteller, was wir im kommenden Jahr, wenn wir eure Maschine testen dürfen, was wir testen werden. Wir werden den Mahlgrad völlig verstellen, sodass wir einmal 15 Sekunden Extraktionszeit haben und einmal 35 Sekunden. Und dann werden wir schauen, wie lange es braucht, bis wir einen vernünftigen Espresso aus der Maschine bekommen. Wir werden die Shots zählen und wir werden natürlich messen, wie viel Kaffee wir verbrauchen. Wir werden morgens einen Bezug machen, mittags einen Bezug machen und abends einen Bezug machen und schauen, wie die Maschine damit umgeht. Und das natürlich an mehreren Tagen und werden das über einige Tage tracken und gucken, was sind unsere Auslaufzeiten und wie schmecken uns die Kaffees. Und das wird ein Teil der Bewertung sein. Wir werden ganz bewusst die Feuchtigkeit im Raum und die Temperatur manipulieren und schauen, wie das System reagiert und werden natürlich auch das auswerten. Das sind mal 3 oder 4 Dinge, die wir uns vorgenommen haben für den Test. Jetzt eine herzliche Einladung an euch alle. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr denkt, was wir testen sollten, um dieses Prinzip wirklich auf Härte zu prüfen. Habt keine Hemmung, schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet. Ich denke, das wird eine witzige Testreihe. Vielleicht brauchen wir ein paar Helfer oder Helferinnen, die dann kommen und mit uns zusammen die Mühlen und Maschinen auseinandernehmen. Wäre auch mal Spaß, mit der Community zusammen auf einige Maschinen loszugehen. Also in diesem Sinne, schreibt es uns in die Kommentare. Liebe Hersteller, wir freuen uns drauf, wir sind gespannt. Ich denke, da ist viel Potenzial in dieser Kombination, aber es gibt auch viele Herausforderungen und wir sind gespannt, wie ihr diese löst. Danke fürs Zuschauen, trinkt guten Kaffee, tschüss und bis bald.